So, heute wird's kompliziert. Es geht um die Constraints, also Abhängigkeiten. Ich will euch zeigen, was das ist, wie das grundlegend funktioniert. Und wenn ihr damit anfangt, müsst ihr trotzdem selber anfangen nachzudenken, weil das einfach eine zusätzliche Komplexität in die Timeline bringen kann, die man durchschauen sollte, wenn man es macht. Sonst wird es nämlich irgendwann unübersichtlich. Grundlegend bedeutet es, dass ich die Möglichkeit habe, Ereignisse voneinander abhängig zu machen. Das heißt, beispielsweise festlegen kann, dass ein Ereignis erst beginnen kann, wenn ein anderes abgeschlossen ist und so weiter. Ja, das zeige ich euch gleich nochmal im Detail, welche Möglichkeiten da bestehen. Aber das ist das Grundprinzip und das ist zum Beispiel in dieser Variante auch wieder bei Taskmanagement sehr hilfreich, ja, dass ich sage, ich weiß noch nicht, wann wir mit dem Marketing beginnen werden. Ich lege das hier schon mal an, aber es ist erst dann, wird die Abteilung oder der Punkt, die Gruppe, die Arbeitsgruppe tätig, die das Marketing macht, wenn meinetwegen der Druck abgeschlossen ist oder was auch immer. Ja. Und wenn ich dann das eine als abgeschlossen markiere, dann errechnet das Programm zum Beispiel automatisch, wann jetzt der andere Punkt beginnt. Ich denke, das kann auch hier und da sinnvoll sein für Autoren. Also ich sehe das Ganze immer wieder aus der Autorensicht, aber vielleicht gucken ja auch Menschen das Video, die einen ganz anderen Hintergrund haben als ich und die das total logisch finden, dass man das braucht und die sofort wissen, wie sie das anwenden wollen. Auch wir Autoren können das sicherlich gebrauchen. Je komplexer das wird, desto größer ist vielleicht auch die Gefahr, dass wir sonst irgendetwas übersehen, was einfach logisch nicht sein kann. Ja. Dass man beispielsweise, wenn man jetzt hier wieder unser Beispielobjekt sieht, dass man sagt, die Hake kann auf keinen Fall aus dem Gartenhaus entwendet werden, nachdem das Gartenhaus zugeschlossen war. Ne? Und wenn ich jetzt sagen würde, das wird ja alles sehr komplex und ich muss aufpassen, dass ich das nicht übersehe, ja, dass nicht auf einmal diese Reihenfolge der Ereignisse durch diverse Veränderungen, die ich vielleicht zu tätigen erwarte, dass diese Reihenfolge da plötzlich durcheinander gerät, dann kann ich eben hier eine Verbindung machen, eine Abhängigkeit eingeben und meine Warnung ist einfach nur, wenn ihr davon zu viele macht, dann kann das wie so eine Kettenreaktion werden. Ne? Also wenn ihr jetzt, normalerweise würde ich sagen, für ein einfaches Projekt ist diese Timeline ja schon der Ort, an der ich mir anschaue und hinlege, was wohin gehört. Ja? Und normalerweise bei sowas wie hier würde ich ja einfach sagen, okay, das ist zuerst, das ist danach, ich lege das dahin, und ich sehe auf einen Blick, in welcher Reihenfolge diese Ereignisse stehen. Und wenn ich jetzt wirklich das Gartenhaus nach vorne verschiebe, dann ist ja gerade das Programm dafür da, dass ich sehe, Moment, die Hake muss dann natürlich auch ein bisschen davor gewesen sein und dann verschiebe ich das vielleicht gerade auch. Und in vielen Fällen wird das ausreichen. Das Problem ist natürlich, wenn ich das jetzt sehr exzessiv verwende, dann wird das Bewegen eines Objekts einfach automatisch sehr viele andere Bewegungen nach sich ziehen, weil eben vielleicht dann ich gesagt habe, ja, und die Haushälterin kann das Zimmer ja erst verlassen, wenn das Gartenhaus zugeschlossen ist, weil sonst würde sie sehen, wie der das Gartenhaus zuschließt. Und das kann auch erst dann passieren, wenn das erledigt ist und so weiter. Und da habe ich hier plötzlich ein sehr kompliziertes Netz von Verknüpfungen und ich will eigentlich nur eine Sache ändern und auf einmal löse ich da eine Kettenreaktion aus. Also davor will ich euch warnen, das zu exzessiv zu benutzen, sondern man sollte genau wissen, warum man das tut und ob man es überhaupt braucht, weil sonst macht man es sich unnötig kompliziert. Und dann kann es eben passieren, auch das kommt gleich nochmal, ja, je nachdem, wie ich mir das einstelle, dass das Programm einfach automatisch etwas korrigiert und anpasst.
Das muss es nicht, ja, das zeige ich euch gleich, aber das ist denkbar und dass da Sachen angepasst werden, von denen ich gar nicht mehr im Blick habe, dass die da irgendwie mit zusammenhängen und dann ist irgendetwas vielleicht viel weiter vorne oder hinten in der Timeline auf einmal verschoben oder passt nicht mehr. Deswegen macht es bedacht und bewusst und macht euch vorher klar, welche Konsequenzen das hätte. Und wenn die Konsequenzen nicht ganz klar sind, dann lasst es lieber. Das ist die lange Vorrede dazu und jetzt zeige ich es euch mal in der Praxis. Gartenhaus zugeschlossen. Hier ist der Reiter für die Constraints und da gibt es grundsätzlich zwei Varianten, nämlich Dependencies, das sind die etwas, ich sag mal, groberen und Date Constraints sind die komplexeren. Blocked by oder Blocks heißt, das eine wird sozusagen ja blockiert vom anderen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, das Gartenhaus kann erst zugeschlossen werden, nachdem die Hake entwendet wurde, dann wäre das Gartenhaus davon blockiert von diesem. Ja, das heißt, ohne das kann das andere nicht stattfinden. Und jetzt seht ihr, hier ist die kleine Linie, die mir zeigt, dass die zusammengehören. Ich mache es mal ein bisschen größer. Hier kann ich mich direkt dahin scrollen. Hier, zack, komme ich dahin. So. Und wenn ich jetzt dieses Objekt dahin schieben will, seht ihr, was passiert? One item was moved due to constraints. Das heißt, in dem Fall ist die Einstellung so, dass es das automatisch korrigiert. Mache ich jetzt weg. Ja, der warnt mich. Das finde ich schon mal sehr nett. Das heißt, er hat das Ereignis davor jetzt einfach mit dem verschoben, weil es jetzt quasi so eingestellt ist, dass das immer mit korrigiert wird. Das heißt, dass dieses Ereignis bewegt das andere mit. Umgekehrt, wenn ich das jetzt hier rüberziehe, passiert nichts, ne? Weil das muss ja einfach nur nach dem anderen sein. Das heißt, das kann ich in die Richtung frei bewegen, aber in die Richtung, klack, springt das automatisch mit. Ich kriege hier netterweise die Warnung. Ich könnte umgekehrt, beziehungsweise das hat sich jetzt hier natürlich schon so eingestellt. Wenn das von dem blockiert wird, blockiert das also dieses, ja, das ist hier also schon drin. Die Frage ist jetzt, wo kann ich das einstellen? Das ist hier, also ich bin auf Einstellungen gegangen, im ersten Reiter hier Automatic Calculations, Automatic Date Adjustment. Das ist das, was jetzt passiert ist. Resolve Constraints and Adjust Children. Das heißt, das ist, was jetzt eingestellt ist. Constraints werden automatisch resolved, also gelöst, und Children werden angepasst. Das heißt, in dem Fall, ich habe euch schon gezeigt, dass man auch ein Ereignis mit Unterereignissen anlegen kann. Ja, dass das sozusagen das Parent-Ereignis wäre. Ja, wir können es ja gerade mal zeigen. Wenn ich es jetzt noch feiner haben wollte und würde sagen, die Hake wird aus dem Gartenhaus entwendet. Die Hake wird neben das Gartenhaus gelegt. Das ist kurz danach, ja. Und wenn ich jetzt, dann kann ich hier sagen, Parent ist das, ja. Und jetzt ist das hier quasi mit drin. Das heißt, das ist ein Unterpunkt von diesem größeren Ereignis. Da könnte ich jetzt das fein aufschlüsseln. Das ist natürlich in dem Fall schwachsinnig, aber ihr versteht das Prinzip. Und wenn ich jetzt, die stehen ja jetzt in einem zeitlichen Verhältnis zueinander. Das heißt, die gehören zusammen. Das heißt, die haben jetzt die gleiche Zeit. Und so wie es jetzt eingestellt ist mit meinen Constraints, wird dieses Kinderereignis sozusagen mit verschoben. Ja, wenn ich jetzt wieder das Gartenhaus zugeschlossen da schiebe. Also hier ist es ja noch so, dass es geht. Ja, es ist jetzt noch kurz dahinter. Aber wenn ich es nach da schiebe, zack. So,
jetzt sind 2 Items bewegt worden, weil das Kind sozusagen mit dem Elternereignis mit verschoben wird. Ich gehe wieder zurück in die Einstellungen. Das ist die aktuelle Einstellung. Ich kann aber auch sagen Disable Auto Adjustment. Und wenn ich jetzt das Gartenhaus so geschlossen hier hinschiebe, dann darf ich das. Ja, es wird nichts automatisch verändert, aber ich kriege diese rote Linie, das Ausrufezeichen, und dann sehe ich auch hier, wenn ich auf mein Seitenpanel gehe, kriege ich hier auch diese kleine Warnanzeige und sehe, dass diese miteinander in Constraints liegenden Ereignisse ein Warnsignal haben. Da stimmt was nicht, da wird es gegen die Regel verstoßen. Und dann habe ich jetzt immer noch die Möglichkeit, das entweder händisch zu machen oder hier trotzdem jetzt nochmal auf Resolve All zu gehen. Und jetzt korrigiert er das dann. Ja, aber er korrigiert es nicht automatisch, ohne mein Wissen sozusagen, sondern ich kann es mit der Hand machen. Genau. Zack, ja. Also hier habe ich gar keine Anpassungen. Und wenn ich Adjust Item End Dates habe, dann bedeutet es, dass da, wo sich das Startdatum verändert, automatisch das Enddatum so mit angepasst wird, dass die Dauer erhalten bleibt. Da werden aber jetzt noch nicht unbedingt die Constraints gelöst, sondern das ist generell eine allgemeine Einstellung. Und die nächste allgemeine Einstellung, sozusagen, die noch etwas invasiver ist, sage ich mal, oder etwas umfassender, ist dann, dass Enddates genauso wie hier mit angepasst werden, um die Dauer zu erhalten, und dass die Childrens mit angepasst werden. Also wenn ich ein Ereignis mit Children einfach hier auf der Timeline zum Beispiel verziehe, dass dann automatisch alle Children, also alle Unterpunkte mitgezogen werden und die Dauer sich so, also das Enddatum sich so anpasst, dass die Dauer erhalten bleibt. Und sozusagen der letzte Punkt, das ist sozusagen dann der umfassendste, da werden zusätzlich auch noch diese Constraints gelöst. Das heißt, es wird sozusagen auch noch auf diese Regeln geachtet und ein Ereignis samt seiner Enddaten, samt seiner Kinder wird angepasst, so dass es wieder passt mit den Constraints. Also ich denke, in den meisten Fällen dürfte diese Einstellung eigentlich mindestens sozusagen die richtige sein. Also warum sollte ich jetzt diese Unterpunkte anlegen, wenn ich die auch nicht irgendwie en bloc bewegen können will? Ja, also bei dem würde ich jetzt das Elternereignis bewegen und die Unterpunkte würden trotzdem da bleiben, wo sie standen. Kann vielleicht auch sinnvoll sein, aber dann hat man vielleicht einen anderen Grund, warum man das in Unterpunkte gepackt hat, um es einfach auch auf der Karte vielleicht ein- und ausklappen zu können. Kann natürlich auch sein, dass ich einfach hier die ganzen Ereignisse, die dazugehören, einfach hier schnell ein- und ausklappen will. Aber ich will gar nicht unbedingt, dass die Unterereignisse in Abhängigkeit von dem Oberereignis stehen, zeitlich, sondern die individuell anpassen können. Dann würde ich den zweiten Punkt zum Beispiel wählen. Wenn ich möchte, dass das alles zusammengehört und ich das zusammen verschiebe, dann nehme ich den dritten Punkt. Und wenn ich möchte, dass die Constraints automatisch korrigiert werden, nehme ich den vierten Punkt. Diesen. Ja, jetzt habe ich den wieder angewählt. Ich lasse ihn mal aus, weil ich glaube, es ist anschaulicher, wenn er uns diese roten Fehler anzeigt. So, warum habe ich jetzt eigentlich hier eine Fehlermeldung? Das Mutterereignis geht eigentlich nur bis 5:25 Uhr und das Kinderereignis geht aber bis 32. Und das dürfte eigentlich nicht sein, wenn dieses Ereignis Teil von diesem Ereignis sein soll. Ja, deswegen habe ich jetzt hier eine Fehlermeldung, weil ich eben keine automatische Korrektur dafür eingestellt habe. Ja. Normalerweise müsste dieses Ereignis so lange dauern,
wie das letzte Kinderereignis, bis das fertig ist. Und dann wäre das sozusagen das gesamte, die Summe der Ereignisse. Und deswegen kriege ich hier jetzt eine rote Meldung. Gut, kommen wir zurück zu diesen möglichen Constraints. Hier sind nämlich jetzt hier nochmal bei diesen Blocks und Blocked by noch Varianten. Das heißt, Finish to Start ist jetzt gewählt. Das ist wahrscheinlich das, was man meistens braucht. Das heißt, der Beginn des zweiten Ereignisses beginnt frühestens, wenn das andere Ereignis abgeschlossen ist. Ich kann aber andere Möglichkeiten nehmen. Das heißt, das Ende des anderen Ereignisses darf erst beim Ende dieses Ereignisses liegen. Ja? Finish to Finish. Wenn irgendwas gleichzeitig fertig werden soll. Start to Start. Das ist natürlich auch, denke ich, hier und da vielleicht eine logische Sache, dass man sagt, die eine Sache kann nicht anfangen, bevor die andere Sache nicht auch angefangen hat, aber wie lange sie dann brauchen, ist egal. Und dann gibt es halt noch Start to Finish. Das ist jetzt zwar irgendwo logisch, aber ich glaube, dann würde man eigentlich eher es einfach andersrum anlegen und sagen, das andere fängt halt erst an, wenn dieses gestartet hat oder fertig ist. Der zweite Möglichkeit sind Date Constraints. Ich mache das erstmal wieder weg. Und da ist es jetzt einfach nochmal freier und komplexer. Das heißt, das, was ich eben hatte, ist ja zwingend an ein anderes Ereignis gebunden, wo ich sage, das eine muss fertig sein oder muss begonnen haben. Und hier kann ich frei wählen. Ich kann sagen, der Start dieses Ereignisses ist nach einem bestimmten Datum, kann das Datum eingeben, vor einem bestimmten Datum, ist an einem bestimmten Datum. Oder eben auch hier nochmal in Bezug auf andere Ereignisse nach dem Ende von, das ist quasi dann nochmal das gleiche wie da. Oder hier bestimmte Einschränkungen wie Matches Weekday, das könnte natürlich was sein, was vielleicht eine Rolle spielt, dass ich sage, ich weiß noch nicht genau, wann es passiert, aber es muss auf jeden Fall an einem Sonntag sein, weil das ist jetzt eine Szene, die im Gottesdienst spielt, ja. Und dass ich erstmal die Szene anlege, die kann auch hin und her geschoben werden, aber ich möchte sicher gehen, dass mir nicht aus Versehen es passiert, dass ich diese Szene dann hinterher auf einem Montag liegen habe, weil sie am Sonntag in der Kirche spielt. Dann könnte ich jetzt einfach nur sagen, es muss ein Sonntag sein, ja. Also, ich hätte, glaube ich, nochmal das bestätigen müssen. Ich muss hier auf Add gehen. Ich dachte, das ist ein bisschen, jetzt ist es wieder weg. Entschuldigung. Ich muss hier auf Add gehen. Ja, wenn ich noch ein weiteres ergänzen will, muss ich auf das Plus gehen. Das ist ein bisschen verwirrend. Aber ich muss auf das Add gehen, um es hinzuzufügen. Und jetzt seht ihr hier ist ein kleiner 1, hier ist ein rotes Dreieck, hier ist eine rote 1, hier ist ein rotes Dreieck. Also ich werde überall gewarnt, das stimmt nicht. Ja. Wenn ich jetzt auf Resolve All gehe, passiert nichts. Das kann er nicht. Mir nicht klar, warum. Vielleicht weiß er nicht, ob er das jetzt nach vorne oder nach hinten schieben soll. Aber wenn ich es jetzt händisch auf den Sonntag schiebe, zack, ist die Warnung weg. Es ist erledigt. Ja, das sind die Constraints. Wie gesagt, ich plädiere dafür, die zurückhaltend anzuwenden, damit euch das hier nicht alles um die Ohren fliegt. Aber es ist sicherlich hier und da hilfreich, dass es sie gibt. Und je nachdem, wofür man das Programm verwendet, wie gesagt, ich denke bei Projektmanagement, wenn alles, was erst abgeschlossen werden kann, auf der Timeline erscheint, wenn die Sache wirklich abgeschlossen ist oder dass sie dann verschoben wird, das ist sinnvoll, dass euch der gesamte Plot verschoben wird, weil ihr ein Ereignis irgendwie doch nochmal verschiebt, kann unter Umständen Chaos verursachen. Also verwendet es vorsichtig und überlegt euch vorher nochmal genau, was das jetzt heißt. Und dann ist es eine gute Sache.